Hello and good morning, friends. Hallo und guten Morgen, Freunde. All over the world. Überall auf der Welt. It's so wonderful to hear that God is doing things in nations that I've never been to. Es ist so schön zu hören, dass Gott die Nationen wirkt, in denen ich noch nie war. That's exciting. Das ist aufregend. So we said that Sosthenes is writing the letter together with him. Wir haben besprochen, dass Sosthenes den Brief gemeinsam mit Paulus geschrieben hat. Look at what he says now. Schau, was er jetzt sagt. He says, addressed to the community of God throughout the city of Corinth. Gerichtet an die Gemeinschaft Gottes in der Stadt Korinth. Now, there is a powerful truth in here. Hier steckt eine große Wahrheit drin. The first thing is Paul is writing the letter to the people and not to the leaders. Zuallererst schreibt Paulus diesen Brief an die Gläubigen und nicht an die Leiter. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because this shows how Paul understood the church. Weil uns das zeigt, wie Paulus die Gemeinde verstand. Paul understood that the church is people and not leaders. Paulus verstand, dass die Gemeinde aus Menschen und nicht aus Leitern besteht. So think, whatever instruction he gave, he didn't give it to the leaders. Jede Anweisung, die er gab er nicht den Leitern. He gave it to the very people. Er gab sie einfach den Menschen. Later we will find out when he talks about the people should correct others. Und später im Brief lesen wir, wie er darüber spricht, dass die Menschen andere korrigieren sollten. So he told us that in the chapter 5. Er erklärt das im 5. Kapitel. What do we do today? Was machen wir heute? The leaders correct the people. Die Leiter korrigieren die Menschen. But that was never like this in the early church. Aber das war nie so in der frühen Gemeinde. In the early church, the people corrected each other. In der frühen Gemeinde korrigierten sich die Menschen gegenseitig. And here we see that Paul is not writing to a hierarchy, he's writing to the actual people. Wir sehen hier, dass Paulus nicht an eine Hierarchie, sondern an die Menschen schrieb. And look, something else he's saying. Er sagt noch etwas anderes. He's saying the community of God throughout the city of Corinth. Er sagt, an die Gemeinde Gottes in der Stadt Korinth. Do you know, for almost 300 years, Für fast mehr als 300 Jahren the church did not have any buildings. hatte die Gemeinde keine Gebäude. And right here we see that they were spread out throughout the city. Und genau hier sehen wir, dass sie in der ganzen Stadt verteilt waren. They met in different homes. Sie trafen sich in unterschiedlichen Häusern. But the true understanding of the church Das wahre Verständnis einer Gemeinde is not building, ist nicht das Gebäude, is people. sondern Menschen. And this is what Paul showed us right here. Das zeigt uns Paulus genau hier. Look, and now he says something that is so deep and so simple. Und dann sagt er etwas so Tiefes und Einfaches. For you have been made pure, Denn ihr seid rein gemacht worden, set apart in the anointed one, Jesus. abgesondert in dem einen gesalbten Jesus. How can Paul write that? Wie kann Paulus so etwas schreiben? I mean, if you read the rest of the letter, Wenn du den restlichen Brief durchliest, here Paul and Sosthenes are saying that there is sin of immorality, sprechen Paulus und Sosthenes über ihre Sünde der Unmoral, there is sin of idolatry, die Sünde des Götzendienstes, there is ignoring the brother. darüber, dass sie ihre Brüder ignorieren. I mean, every sin that you can imagine was in the church. Jede Sünde, die du dir vorstellen kannst, war in der Gemeinde zu finden. And yet Paul starts a letter saying, you have been made pure. Und doch spricht Paulus darüber, dass sie rein gemacht wurden. Look, my friend, Schau, mein Freund, you are not pure because you live pure. du bist nicht rein, weil du rein lebst. You're supposed to live pure because you are pure. Du solltest rein leben, weil du rein bist. Do you see the difference? Erkennst du den Unterschied? Religion says, live pure and then you will be pure. Religion sagt, lebe rein, dann bist du rein. But the truth of the new covenant is different. Aber die Wahrheit des neuen Bundes ist eine andere. You are pure because that's what Jesus did. Du bist rein wegen dem, was Jesus getan hat. And because Jesus made you perfectly pure, that's when you need to learn to act pure. Und weil Jesus dich vollkommen rein gemacht hat, darfst du jetzt lernen, rein zu handeln. How many times have I taught you, friends, Freunde, wie oft habe ich euch schon erklärt,
that you will always act according to your perceived identity. dass ihr immer nach eurer wahrgenommenen Identität handeln werdet. And Paul understood that. Paulus hat das verstanden. So that's why Paul didn't start to rebuke them and correct them. Deshalb hat Paulus sie auch nicht getadelt oder korrigiert. Paul started to remind them who they truly are in Christ Jesus. Paulus begann sie zu erinnern, wer sie in Jesus Christus wirklich sind. You see, if people struggle with impurity, Wenn Menschen mit Unreinheit kämpfen, the first thing that they have to know is that they have already been made pure. müssen sie als erstes wissen, dass sie bereits reingemacht worden sind. If in the heart they see themselves pure, they will act pure. Wenn sie sich im Herzen als rein sehen, werden sie auch rein handeln. But if in the heart they don't even believe they're pure, they will never be able to act pure. Aber wenn sie in ihrem Herzen nicht einmal glauben, dass sie rein sind, werden sie nie in der Lage sein, rein zu handeln. Look, and then he says, you're set apart in the anointed one, Jesus. Und dann sagt er, denn du bist durch den Gesalbten Jesus abgesondert. Look, you're not set apart because of you are so good. Du bist nicht abgesondert, weil du so toll bist. You're not set apart because you've prayed and fasted a lot. Du bist nicht abgesondert, weil du so viel gefastet und gebetet hast. You're not set apart because your works are so perfect. Du bist nicht abgesondert, weil deine Werke so perfekt sind. No, 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 no. You're set apart in Jesus. Nein, 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 nein. Du bist abgesondert in Jesus. Once we understand this truth, we will live differently. Wenn wir diese Wahrheit einmal verstehen, werden wir anders leben. So look how it continues. Schau mal, wie er fortsetzt. And I like how the Passion puts this. Ich liebe es, wie die Passion es ausdrückt. And God has invited you to be his devoted and holy people. Und Gott hat euch eingeladen, sein ergebenes und heiliges Volk zu sein. I'll tell you why I like this. Ich sage dir, warum ich das so mag. Because long before I ever even found the Passion Bible, Denn lange bevor ich die Passion-Übersetzung überhaupt gefunden habe, here is what I've been teaching people. habe ich den Menschen Folgendes gelehrt. Everything that was in the Old Covenant a law, in the New Covenant has become an invitation. Alles, was im Alten Bund ein Gesetz war, ist im Neuen Bund zu einer Einladung geworden. There is a huge difference if I have to live in a certain way or if I'm invited to live in a certain way. Da ist ein riesiger Unterschied, ob ich auf bestimmte Weise leben muss oder ob ich eingeladen bin, auf eine bestimmte Weise zu leben. Big, big, big difference. Ein großer, großer Unterschied. So Paul is saying God has invited you to be his holy people. Paulus will damit sagen, dass Gott uns einladet, sein heiliges Volk zu sein. So I have a question. Ich habe eine Frage. Have you responded to invitation of Jesus to be his holy people? Hast du auf die Einladung Jesu reagiert, sein heiliges Volk zu sein? Are you the one who lives separated for him because that's what he invited you to? Bist du derjenige, der für ihn abgesondert lebt, weil er dich dazu eingeladen hat? See, once we understand the invitation is for my good, Wir müssen verstehen, dass diese Einladung zu meinem Besten ist, it's just so that I can have an incredible, great life in God. damit ich dieses unglaublich tolle Leben in Gott haben kann. Then I will gladly accept the invitation. Dann werde ich die Einladung gerne annehmen. So, true New Covenant Christianity is an invitation, not a law. Das wahre Christentum des Neuen Bundes ist eine Einladung, kein Gesetz. Tomorrow we're going to finish this verse. Morgen werden wir diesen Vers beenden. See you guys. Bis dann, Leute.